Hallihallo, ich begrüße dich herzlich zurück in der Küche von Fein, schmeckt. Mein Name ist Joanna. Genau, schön, dass du es dir gemerkt hast und dass du wieder vorbeischaust. Heute backen wir wieder einen leckeren Kuchen, denn ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für was Süßes. Und mit dem könnt ihr wirklich punkten, wenn ihr auf eine Kaffeeparty eingeladen seid oder auch mal zu Hause zum Kaffee einladet. Denn der ist so niedlich, klein und lecker. Und was wir dazu alles brauchen und wie wir diesen Kuchen zubereiten, das zeige ich euch gern, wie immer, nach einem kleinen Intro. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unseren Johannisbeer Baiser Kuchen habe ich uns hier schon mal vorbereitet. Natürlich brauchen wir in erster Linie ein paar leckere Johannisbeeren. Und die habe ich heute aus meinem kleinen Vorgarten geerntet. Denn da gibt es einen kleinen Johannisbeerstrauch und der ist erst letztes Jahr gepflanzt. Und der hat schon so viele Johannisbeeren in diesem Jahr dran gehabt, dass ich gedacht habe, ich zeige euch mein Rezept mit dem Johannisbeerkuchen jetzt dann mal. Ach, wisst ihr was? Ich nehme euch einfach mal schnell mit. Kommt mal schnell mit raus, dann pflücken wir sie zusammen. I feel it now when I see that's mine, like a body of water, seeping through the edges of my soul, and getting harder. It was never under my control, you know. Da bin ich wieder. Ja, und die Johannisbeeren, die wir eben da gepflückt haben, das sind genau diese. Ja, und die verwenden wir natürlich heute für unseren leckeren Kuchen. Dazu brauchen wir natürlich noch ein paar Eier, und zwar 4 Stück an der Zahl. Das Eigelb für den Kuchenteig, das Eiweiß fürs Baiser. Für das Baiser dazu auch noch eine kleine Prise Salz. Und einen Zucker brauchen wir natürlich auch fürs Baiser, und zwar in dem Fall 140 Gramm. Denn ich habe das mal ausgemessen, dieses Ei hat Größe M. Und ich habe das Eiweiß mal gemessen und gewogen. Es hat ungefähr 34 Gramm. Das heißt auch, man braucht 1:1 dann einen Zucker dazu. Sprich, wir haben jetzt hier knapp 140 Gramm Zucker und 4 Eigelbe. Dann brauchen wir noch ein halbes Stück Butter. Und für den Kuchenteig auch etwas Zucker, ca. 100 Gramm, ein Päckchen Vanillezucker. Dann habe ich hier noch etwas Butter abgenommen für unseren Tortenring, denn ich zeige euch heute mal, wie man auch ohne Kuchenform mit einem Tortenring einen Kuchen backen kann. Da kann man sich nämlich auch selbst die Größe einstellen. Das machen wir dann später noch. Das zeige ich euch, wie man dann den Boden abdichtet mit einem Backpapier. Und dann brauchen wir natürlich noch etwas Mehl, 150 Gramm, ein 3/4 Päckchen Backpulver. Ja, und dann haben wir auch schon soweit alle Zutaten zusammen. Das heißt, als allererstes brauchen wir jetzt den Kuchenteig. Dazu trenne ich erstmal die Eier in Eiweiß und Eigelb. Vermische dann das Eigelb erst brauchen wir das Eigelb mit dem Zucker, dem Vanillezucker, schön schaumig schlagen. Danach kommt dann die Butter dazu, das Mehl und das Backpulver. Und wenn der Teig dann fertig ist, bereiten wir unseren Tortenring vor und können schon den Kuchen einfüllen. So, die Küchenmaschine braucht jetzt natürlich noch ein bisschen Strom und darum müssen wir sie jetzt auch noch einstecken, und zwar hier in meine Dreifach-Steckdose. Ach so, und übrigens habe ich euch das Video schon mal gezeigt, wie ich diese Steckdose eingebaut habe. Das verlinke ich euch hier oben nochmal. Ja, ich weiß schon, zum 100. Mal, ihr habt es schon gesehen, aber es macht ja gar nichts. Wie oft noch Joanna, oder? Oh, super. Das war jetzt ein Running Gag.
unser Teig ist jetzt soweit fertig. Jetzt können wir ihn dann in unseren Tortenring einfüllen. Dazu müssen wir den natürlich noch etwas vorbereiten. Und zwar brauchen wir dazu ein Stück Backpapier. Das ist hier so ein Backpapierzuschnitt, die gibt es überall zu kaufen. Da setzt ihr jetzt euren Tortenring ein. Den habe ich mir vorher auf einen Durchmesser von 20 cm eingestellt. Das kann man ganz einfach machen. Ihr stellt euch den einfach ein, nehmt so ein kleines Maßband, messt einmal in der Mitte drüber und dann habt ihr euren Durchmesser. Also seid ihr da ganz unabhängig von einer Backform. So, und damit der Teig unten nicht rausläuft, müssen wir jetzt dieses Backpapier hier etwas drumherum wickeln. Und zwar schlagt ihr es zuerst etwas ein und legt es hier so fest an den Rand und haltet dann dabei den Tortenring fest und schlagt es immer weiter an dem Tortenring heran. Ruhig etwas fest. So, und schon haben wir hier dann einen Boden für unseren Tortenring. Darunter kommt dann einfach ein Backblech oder ich nehme hier immer mein Pizzablech. Das geht natürlich auch. Da stellen wir jetzt dann unseren Tortenring drauf. Und jetzt gebe ich hier von der Butter, die ich mir dann noch zurückbehalten habe, mit dem Finger einfach etwas innen am Rand, damit unser Teig nicht kleben bleibt. Und dann können wir jetzt den Teig in die Form einfüllen. Ja, und dann geben wir dann noch unsere Johannisbeeren, die habe ich jetzt hier schon gewaschen und von dem Strunk entfernt, einfach mit da herüber und verteilen die gleichmäßig auf dem Teig. So, dann schaut es ungefähr so aus, das reicht vollkommen. Ein paar von den Johannisbeeren habe ich mir jetzt noch im Ganzen hier zurückbehalten und auch ein paar Blätter von dem Strauch, denn das können wir dann später verwenden für die Dekoration. Und so muss unser Kuchen jetzt dann für ca. 50 bis 60 Minuten bei Ober- und Unterhitze mit 150 Grad in den Ofen. Ja, unser Kuchen war jetzt 50 Minuten circa im Ofen und ist jetzt fertig durchgebacken, auch ein bisschen abgekühlt. Ich lasse ihn dann auch immer gern auf so einem Rost hier stehen, dass er von unten auch nicht anfängt zu schwitzen und dann kann er von unten, von oben kühlen. Wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich dann noch das Baiser dazu. Das Baiser müssen wir uns jetzt erst herrichten und schlagen mit dem Eiweiß und etwas Salz. Das geben wir dann in unsere Küchenmaschine und werden das mit einem Schneebesen dann aufschlagen.
Ganz wichtig dabei ist, dass ihr zunächst das Eiweiß mit etwas Salz steif schlagt und den Zucker dann ganz, ganz wenig und in kleinen Portionen nach und nach dazugebt, bis eine richtige schöne zähe Masse entsteht. Die füllen wir uns dann noch in einen Spritzbeutel und geben es dann auf den Kuchen drauf und der kommt dann nochmal für eine halbe Stunde ungefähr in den Ofen bei 180 Grad und nicht länger und achtet immer drauf, probiert es auch vorher mit eurem Ofen aus. 180 Grad könnten auch schon vielleicht zu viel sein. Nicht, dass es zu dunkel und zu schwarz wird. Probiert es dann vielleicht erstmal mit 170 oder 180 Grad, weil von Ofen zu Ofen ist es oft unterschiedlich. So, und voilà, fertig ist unser leckerer kleiner Johannisbeer Baiser Kuchen. Und wie findet ihr ihn? Ich finde ihn klasse. Und es muss ja auch nicht immer eine Riesentorte sein. Denn der macht auch Freude auf dem Kaffeetisch. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie der wohl von innen ausschaut. Was denkt ihr und wie der schmeckt? Ich bin schon sehr gespannt. Ihr kennt doch sicherlich auch den Rhabarberkuchen. Das ist auch so eine ähnliche Kombination. Das Saure von den Johannisbeeren und dann das Süße mit dem Baiser. Es ist eine Geschmacksexplosion, sage ich euch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich bin schon sehr gespannt und jetzt möchte ich den Kuchen dann natürlich mit euch zusammen auch anschneiden und auf dem Teller anrichten mit so ein bisschen Früchten drum. Ihr könnt natürlich auch gern noch etwas Sahne dazu nehmen. Ist natürlich ein bisschen viel, ziemlich üppig. Muss jetzt für mich nicht sein, weil es reicht auch so von der Süße her. Ne? Und einen Kaffee dazu, Cappuccino mit der Freundin so mal am Sonntag. Ist doch eine tolle Idee. Ja, macht's unbedingt mal nach. Und jetzt werden wir den Kuchen doch mal anschneiden und probieren. Ja, und so sieht unser kleiner süßer Kuchen fertig angerichtet auf dem Teller aus. Und auch wenn er nicht so üppig ausschaut wie ein riesengroßes Stück Torte, der Geschmack überzeugt hier. Denn genau diese kleinen Johannisbeeren, die wollen ja auch im Geschmack ein bisschen herauskommen. Und wenn der Teig dann zu dick ist, dann schmeckt man die nämlich gar nicht. Ja, und das Zusammenspiel der Säure von der Johannisbeere mit dem Baiser ist wirklich eine Explosion im Mund. Probiert es einfach mal aus. Habt Spaß dabei beim Nachmachen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder um 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin macht's gut, eure Joanna. Ciao, ciao.